Morgen, Leute, aus Köln vom Hauptbahnhof. Die Sonne scheint, es ist mega Wetter, aber für mich und Paul geht's heute schon wieder raus aus Köln. Ich muss nur meinen Zug hier noch bekommen. So, wo steht der? Okay, kein Paul in Sicht, dann gehen wir mal hier rein. Ey, na? Wo warst du? Ja, ich war noch hier hinten, ich bin schon am anderen Waggon eingestiegen. Bye Köln, wir machen uns jetzt auf den Weg erstmal zum Frankfurter Flughafen. Paul und ich machen uns heute auf den Weg nach Afrika. Wir werden an die Elfenbeinküste fliegen, um gemeinsam mit Fairtrade das Land, die Leute und vor allem im Speziellen die Kakaoproduktion vor Ort und Land zu schauen. Dieses Flugzeug hier wird uns jetzt gleich nach Abidjan bringen, an der Elfenbeinküste, die größte Stadt dort mit fast 5 Millionen Bewohnern. Und diese Reise wird nur die erste von 3 Reisen dieses Jahr sein. Wir werden unter anderem noch nach Südamerika reisen, nach Indien und uns da verschiedene Projekte von Fairtrade anschauen und uns vor allem mal genauer angucken, was Fairtrade eigentlich vor Ort bedeutet. Aber jetzt eben geht es erstmal an die Elfenbeinküste. Il est 23 h en heure locale. Vous pouvez dès à présent désactiver le... Und damit guten Morgen, Leute, aus der Côte d'Ivoire. Die ältere deutsche Bezeichnung steht unter Strafe hier im Land, die darf man nicht sagen. Aber ja, die Côte d'Ivoire, ein Land fast so groß wie Deutschland in Westafrika, in der Nähe vom Äquator. Dementsprechend haben wir auch tropische Temperaturen. Gerade ist hier Regenzeit, das heißt, in dieser Sekunde haben wir noch Glück, aber ansonsten regnet es hier im Moment sehr, sehr viel und Temperaturen so rund um 30 Grad bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist unter 18 Jahre alt, also extrem jung. Die Lebenserwartung liegt nur bei gut 55 Jahren. Das nur so als erste kleine Key Facts für euch. Wir wollen uns das eben auf unserer Reise hier alles ein bisschen genauer anschauen. Und wie am Anfang des Videos gesagt, bin ich hier gemeinsam mit Fairtrade unterwegs. Und deswegen werde ich ab jetzt hier oben die ganze Zeit Werbevideos stehen haben oder vielleicht da. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir deutsche Regelungen haben. Ich bekomme keinen Cent von Fairtrade hier hinzukommen. Ich bekomme keinen Cent von der Elfenbeinküste oder von sonst irgendwem, um das hier zu machen. Sondern ich mache das aus Überzeugung, weil ich das Prinzip von Fairtrade richtig gut finde und das unterstützen möchte und das euch näher bringen möchte. Aber nach deutscher Regelung ist das auch in irgendeiner Form Werbung, auch wenn es für eine gute Sache ist. Deswegen werde ich ab jetzt oben ein Werbevideo einblenden und das wahrscheinlich auch in Deutschland beibehalten, Leute, weil ich trage meine eigenen Spielkind-Sachen. Wenn ich bei uns im Hive 1000 Büro bin, bei 25 Meter, ist auch irgendwie Werbung für meine eigene Firma. Deswegen, damit ich den deutschen Gesetzen auch ordentlich entspreche, steht ab jetzt leider, ich finde es nicht cool, weil ich es intransparent finde, wenn es immer da steht, aber ab jetzt steht immer oben Werbevideo, auch wenn ich keinen Cent hierfür bekomme. Aber jetzt, genug davon, wir wollen uns ein bisschen hier die Elfenbeinküste anschauen, wir wollen uns ein bisschen hier die Côte d'Ivoire anschauen. Ein ganz großes Problem in der Elfenbeinküste ist auch, dass die Hälfte der Bevölkerung Analphabeten sind, das heißt, sie können weder lesen noch schreiben. Und genau um diesen Zustand zu verbessern, darum versucht sie eben auch unter anderem das Goethe-Institut zu kümmern, mit solchen Bibliotheken hier, um eben auch, um sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen zu helfen, eben schreiben und lesen zu lernen, weil das natürlich einer der Grundpfeiler dafür ist, bessere Bildung zu haben und bessere Chancen im gesamten Leben. Einer dieser Workshops ist jetzt gleich hier drin und den schauen wir uns mal an. Das war cool, das Ganze gerade mal gesehen zu haben und ganz witzig. Dabei, so, diejenige, die gerade den Vortrag gehalten hat, kommt einfach aus meiner Heimatstadt, aus Lübeck. Das ist die Freie, die habe ich seit der 4. Klasse nicht mehr getroffen. Also wir waren zusammen in der Grundschule. Mega witzig, die arbeitet für die Bücherpiraten. Das ist eine gemeinnützige Organisation aus Lübeck. Und im Rahmen davon ist sie eben auch jetzt hier beim Goethe-Institut gewesen. Und vielleicht treffen wir sie heute Abend auch nochmal wieder. Aber, wohin fahren wir jetzt? Ich glaube, ich habe ein Problem. Oh. Hä? Woran liegt das? Das ist nicht passiert. Oh, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass das Auto anspringt. Batterie scheint leer zu sein von dem Auto, mit dem wir hergekommen sind. Deswegen nehmen wir jetzt aber hier mal kurz einfach ein Taxi. Okay. Oh, ich glaube, an Vorfälle solcher Art müssen wir uns gewöhnen. Das ist das moderne Zentrum von Abidjan. Also mit vielen Hochhäusern. Und da steht natürlich auch im starken Kontrast zu weiten Teilen des Landes. Oder allein, wenn man hier auf die andere Seite vom Fluss schaut, wo es ein bisschen eher slummäßig tatsächlich aussieht. Ich bin jetzt gerade noch kurz zur Hauptstelle des Goethe-Instituts rübergefahren. Hier arbeitet Hippolyte, den werde ich euch gleich noch vorstellen. Auch hier gibt es eine Bibliothek und es gibt Computer und Internet und man kann es eben für 7 € im Jahr Mitgliedsausweis kaufen. Da kann man hier immer hin. Das ist echt für fast alle erschwinglich hier. Universität. Wir laufen jetzt gerade hoch zur größten Universität des Landes. Das hier sind alles so Wohnhäuser. Das heißt, hier wohnen Studenten drin, waschen auch direkt hier vorne vor der Tür ein bisschen Kleidung. Klima ist, wie man an uns sehen kann. Es ist eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit.
Ist ein bisschen anstrengend. Aber für die Leute, die hier studieren können, ist es natürlich eine große Chance, später höher bezahlte Jobs zu finden und einfach auch ihr Land hier aufzubauen. Über 50.000 Leute studieren hier an der Uni und einer von denen ist Hippolyte. Und den möchte ich jetzt endlich mal vorstellen. Der hat uns gestern schon hier abgeholt am Flughafen mitten in der Nacht und heute schon mal eben uns die ganze Zeit hier ein bisschen rumgeführt. Und du arbeitest jetzt eigentlich beim Goethe-Institut. Ja, genau. Ich bin Mitarbeiter der Bibliothek des Goethe-Instituts Côte d'Ivoire. Vorher habe ich Germanistik studiert, hier an der Universität Félix Houphouët-Boigny. Und ja, jetzt arbeite ich am Goethe-Institut. Und schreibst auch deine Masterarbeit nebenbei? Ja, genau. Ja. Germanistik. 50.000 Leute hier an der Uni. Kann eigentlich jeder studieren? Ist es teuer zu studieren hier? Ja, jetzt ist es teuer. Damals war es nicht so teuer, aber jetzt nach der Wiedereröffnung der Universität ist die Uni teuer geworden, also für die Studenten und Weil es gab vor ein paar Jahren politische Unruhen hier? Genau, ja, es gab politische Unruhen, also während der Nachwahlkrise. Ja, also es gab Studentinnen, die bewaffnet wurden und ja. Deswegen wurde die Uni beschlossen. Ja, die wurde geschlossen sogar dann? Ja, genau. Geschlossen. Jetzt wieder offen. Und ich glaube 2012 wieder geöffnet. Okay. Ja. Und ist es normal hier, dass man nach der Schule studieren geht oder gehen nur ganz wenige Leute studieren? Nach der Schule kommen viele Leute hierher, um zu studieren. Bist du hier in Abidjan aufgewachsen? Nein, ich bin in meinem Dorf gewachsen. Ja. Wie weit ist das weg? Dorf ist ungefähr 300 Kilometer von 300 Abidjan. Kilometer weg, ja. Ja, genau. Was haben deine Eltern gemacht? Meine Eltern sind Pflanzer. Okay. Aber was haben die angebaut? Kakao? Nein, Reis, Yam, Mais, etc. Ich bin hier nach der, mittleren Reife gekommen. Okay, das heißt, deine Eltern waren Bauern, Farmer? Ja. Und du hast dann auch im Dorf oder in der Nähe deine mittlere Reife gemacht und dann bist du hier nach Abidjan gekommen, um zu studieren. Ja, genau. Sind viele aus deiner Region, aus dem Dorf, wo du herkommst, in deinem Alter, haben dasselbe gemacht? Ja, sehr viel. Ja. Sehr viel. Ich habe viel hier, getroffen. Ja, genau. Was haben deine Eltern gesagt, dass du jetzt studieren gehst? Finden die es gut oder finden die, du sollst lieber im Dorf bleiben? Ja, die haben gesagt, ja, du musst studieren, weil wir haben diese Chance nicht gekriegt, also nicht gehabt zu studieren. Deswegen möchten wir, dass du weiter studierst. Und ich habe weiter studiert. Sehr cool. Ja. Danke dir. Und jetzt cool, dass du uns hier alles zeigst heute. Ja. Und wir werden noch ein bisschen weiter zusammen die Stadt erkunden. Wir sind jetzt hier noch mal ein Stückchen woanders hingefahren und hier ist ein ganz großer Markt. Früher war der im Freien, wenn man sich so vorstellt, aber mittlerweile haben die so ein riesiges Gebäude. Alle Stunden sind das Hunde, aber auch krass. Der Hippolyte, beziehungsweise der Hippie, wie sein Spitzname ist, der kann nicht nur über 10 Sprachen sprechen, sondern anscheinend, wie wir gerade gemerkt haben, auch mindestens Instrumente der Welt quasi. Mindestens 10 Instrumente kann er spielen. Der Markt ist interessant. Es gibt halt überall so kleine Plätze, die sich die Händler alle mieten können und dann sitzen die da, haben da die ganzen Waren ausgebreitet. Waren aber auch bei fast allen Leuten dieselben Waren. Ne? Aber ist ja oft so eigentlich bei solchen Märkten dann. Kommt halt vom Großhändler dann da. Aber es ist jetzt kein Markt, wo jetzt normalerweise Touristen hinkommen, würde ich mal behaupten, weil ich habe noch keinen einzigen hier gesehen. Und Hippie meinte, dass halt, wenn er zum Beispiel Geschenke holt für die Geburtstage seiner Freunde oder sonst irgendwas, dann geht er halt hier hin und kauft da dann auch halt etwas ein, ne? Ja, so genau. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und das Auto von Hippie läuft wieder, Leute. Es wurde einmal fremd gestartet und jetzt ist wieder am Start. Und ich kann die Chance gerade mal nutzen, euch endlich den Daniel vorzustellen. Daniel von Fairtrade. Er hatte nämlich die Idee überhaupt dazu, uns hier einzuladen und hat die ganze Reise auch organisiert und wird die kommenden Reisen auch organisieren. Wie ist dein erster Eindruck? Du bist ja auch zum ersten Mal jetzt hier an der Côte d'Ivoire. Ja, ich würde sagen, wir sind voll in Afrika angekommen mit allen Widrigkeiten, die das Leben hier so mit sich bringt, wie erstmal total zu spät zu kommen und irgendwie ein Wagen, der dann irgendwie auch nicht mehr angeht, aber das ist dann eben auch Afrika. Hippolyte kennt einen Mechaniker, ruft ihn an und 3 Stunden später läuft die Karre wieder. Ja, und stand an einem ganz anderen Ort, also die wurde direkt dann wieder zu uns gebracht. Ja. Ganz easy. Zusätzlich das Wetter. Ne, mega schwül, wir haben jetzt 5 Uhr, genau, mega schwül, mega heiß und genau. Ich bin froh, dass wir uns jetzt erstmal ein bisschen ausruhen können. Ja. Aber dann haben wir heute Abend noch ein bisschen was vor. Wir sind jetzt hier an der Fabrik Culturelle.
kleine Veranstaltungen, auch Konzerte sind, DJs und so weiter. Wir wollten uns Hippie mal zeigen. Fühlt sich eigentlich direkt so ein bisschen an wie Berlin-Kreuzberg hier. Jetzt gibt es erstmal eine Runde ivorisches Reisbier. Cheers! Da gibt's einen Unfall, oder? Ja. Schmeckt aber sehr ähnlich wie normales Bier. Ach so. Schmeckt aber gut. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Kann man noch ein paar nehmen. Ne? Okay, ein paar Drinks später sind wir jetzt wieder hier draußen. Paul hat direkt gute Laune auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall nochmal ein schöner Abend und ein schöner erster Tag hier an der Côte d'Ivoire. Ein Land voller Gegensätze, wie ich jetzt so nach den ersten Eindrücken sagen möchte. Zum einen ist die Côte d'Ivoire wirtschaftlich extrem stark, ganz vorne dabei, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Zum anderen, vor ein paar Jahren waren hier teilweise noch bürgerkriegsähnliche Zustände. Dann auf der Bildungsseite, wir haben hier fast die Hälfte der Menschen, die Analphabeten sind, also weder lesen noch schreiben können. Gleichzeitig aber mehrere riesige Unis, unter anderem die wir besucht haben, mit sogar 70.000 Studenten derzeit, wie wir gerade eben noch gehört haben. Wir waren jetzt hier noch zusammen mit unserem Dolmetscher, der jetzt auch die nächsten Tage mit dabei sein wird, den ich euch noch genauer vorstellen werde in den nächsten Vlogs unterwegs. Und der meinte, 70.000 sind sogar mittlerweile schon. Also es wächst hier einfach extrem. Und sowohl der Hippie als auch unser Dolmetscher, beide haben extrem viele Geschwister. 15 bzw. 18 Geschwister haben die. Und sind auch beide in ihrer Familie die einzigen, die zur Uni gegangen sind, also von ihren Geschwistern. Das alles steht also in einem starken Kontrast dazu, dass schon extrem viele hier zur Uni gehen und das Land sich sehr stark weiterentwickelt, aber dann doch halt viele auch nicht diese höhere Bildung bekommen. Und gerade im Norden des Landes eben auch viel noch traditionell bleibt. Das Land ist auch zum Teil christlich, zum Teil muslimisch. All diese verschiedenen Dinge wollen wir auf jeden Fall auf unserer Reise noch erkunden und dahin werde ich euch dann in den nächsten Vlogs auf jeden Fall mit hinnehmen. Der Daniel hat einiges für uns organisiert. Wir werden noch viel sehen, unter anderem eben dann auch noch, wie genau der Kakaoanbau aussieht und zum Beispiel auch der Vater unseres Dolmetschers ist selbst Kakaobauer. Über 1/3 der weltweiten Kakaoerzeugnisse kommen hier aus diesem kleinen Land, aus der Côte d'Ivoire. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder, je nachdem wie das Internet es hier erlaubt, mit dem nächsten Vlog von hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Ich glaube, ich habe ein Problem. Oh.